Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde mich heute mit dem Schiebedach beschäftigen. Ich werde das Glasdach ausbauen, den Rahmen auf Rostbefall überprüfen und den Sonnenschutz rausnehmen, damit der Himmel geklebt werden kann. Im ersten Schritt muss das Dach aufgemacht werden, damit die Faltbeläge auf beiden Seiten entfernt werden können. Und jetzt entferne ich die Blende, damit die Faltbeläge in dem vorderen Bereich befreit werden können. Die Demontage ist relativ einfach. Die Leiste ist in den Öffnungen verklipst. Die Faltbeläge sind auch verklipst, und zwar oben an 3 Stellen und unten hier in der Ecke an einer Stelle. Ich beginne hier unten, indem ich den Belag zu mir ziehe. Genau, da ist er lose. Und jetzt oben ganz vorsichtig an der Stelle den Nippel rausziehen. Ich zeige gleich das Teil. Genau. Und jetzt die Klipse befreien. Und so sieht das Teil aus. Das ist der Nippel, den man praktisch nach unten ziehen muss, und 2 Klipse. Vorne liegt das Teil einfach frei in der Schiene an der Stelle. Und so sieht es unten aus. Da haben wir so eine Schiene, die an dieser Stelle in dem Halter befestigt wird. Die andere Seite ist auch fertig, das habe ich genauso gemacht. Und hier sieht man auch die 3 Schrauben, mit denen das Glasdach befestigt ist. Und jetzt, bevor ich mit dem nächsten Arbeitsschritt beginne, möchte ich noch ganz kurz etwas zu dem Thema Dacheinstellung sagen. Das ist nämlich die Problematik, die ich jetzt habe. Das Dach muss so eingestellt werden, dass der vordere Bereich sich ca. 1 mm unter der Kante befindet und in dem hinteren Bereich 1 mm über der Kante. In meinem Fall ist es so, dass das Dach in dem hinteren Bereich zu tief sitzt. Ich hoffe, dass man das hier sehen kann. Das sind ca. 2 mm und dadurch entstehen Windgeräusche beim Fahren. Ja, jetzt werde ich auf beiden Seiten die 3 Schrauben lösen. Das sind auch die Schrauben, mit denen man die Höhe einstellt. Ich benutze dafür einen Steckschlüssel Torx 20. Ja, und jetzt, nachdem ich alle Schrauben gelöst habe, kann das Glasdach entnommen werden. Und jetzt gleich im Anschluss kann der Sonnenschutz entfernt werden. Die beiden Teile sind draußen. Jetzt schauen wir uns sie an. Der Sonnenschutz sieht schon sehr müde aus. Ich werde den Bezug neu kleben müssen. Ich werde alles komplett entfernen und dann mit einem Sprühkleber die gesamte Fläche kleben. Und bei dem Glasdach, hier bin ich sehr überrascht, weil ich hier gar keinen Rost sehe. Das Teil sieht wirklich sehr gut aus. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es schon fast ein neuwertiger Zustand ist. Bei der Gelegenheit könnte man noch die Laufschienen säubern und fetten und selbstverständlich die Wasserabläufe überprüfen, gegebenenfalls reinigen. Vorne befinden sich 2 Stück, links und rechts einer, und hinten genau die gleiche Situation. In der Ecke auf der linken und rechten Seite findet sich auch jeweils ein Abfluss. Sollte eine Reinigung der Wasserabläufe notwendig sein, empfehle ich dafür die Bürste, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn du der Meinung bist, dass das Thema Schiebedachpflege interessant ist und dass ein Video darüber sinnvoll wäre, dann schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und jetzt zu der weiteren Vorgehensweise. Ich werde das Glasdach einbauen und einstellen. Den Sonnenschutz lasse ich draußen. Ich werde demnächst mich mit dem Kleben beschäftigen. Anschließend, wenn ich fertig bin, wird alles nochmal zerlegt und zusammengebaut. So, jetzt aber zu dem Zusammenbau. Ich habe das Schiebedach schon in die Position gebracht. Das ist die vordere Seite und so sieht das hinten aus.
Und jetzt geht's los. So, das Dach ist jetzt drin. Die Einstellung stimmt natürlich nicht, weil die Schrauben noch nicht drin sind. Da sieht man auch, dass das Dach viel zu tief drin sitzt. Jetzt werde ich das Dach öffnen und in der Kippstellung wird die Einstellung durchgeführt. Da kommen die Schrauben jetzt rein. Ich werde auf beiden Seiten die Schrauben wieder reindrehen, aber noch nicht festziehen. Erst wenn alle drin sind, wird die Einstellung durchgeführt. Und die Fahrerseite ist auch schon vorbereitet. Jetzt wird das Dach geschlossen und dann gucken wir uns die Ausgangssituation an. So wie ich es erwartet habe, ist das Dach zu tief. Hinten sind es ca. 5 mm, vorne passt es schon fast. Hier fehlen nur noch 1 bis maximal 2 mm. Ich beginne jetzt mit der Korrektur und werde hinten die Höhe anpassen an der letzten Schraube. So, die Ecke sieht schon ganz gut aus. Hier fehlt noch 1 mm. Die andere muss noch korrigiert werden. Das sind noch ca. 2 mm. Damit es schneller geht, hilft mir meine Tochter Marie. Sie überprüft die Position am Glasdach und ich arbeite im Innenraum weiter. Zu zweit ist es auf jeden Fall einfacher. Der vordere Bereich wird selbstverständlich an der vorderen Schraube eingestellt. Und wenn die Höhe in den beiden Bereichen vorne und hinten stimmt, wird die Einstellung mit der mittleren Schraube fixiert. Und jetzt, nachdem alle Einstellungen in Ordnung sind, wird noch das Schiebedach justiert. Hier muss man die Taste drücken, die Kippstellung einschalten und die Taste wird dann ca. 10 Sekunden gedrückt gehalten, bis das Schiebedach die Rückmeldung gibt. Jetzt halten. Genau. Das Dach hat ganz kurz gezuckt, das heißt, dass die Justage fertig ist. So, die Aktion ist beendet. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Als Dankeschön werde ich dir eine Sache erzählen. Und zwar, seit mehreren Tagen arbeite ich an meinem T-Modell. Und zwar, ich schweiße die Hinterachsaufnahmen. Die Arbeiten verlaufen leider nicht so wie geplant, weil der Vorbesitzer leider schon an der Stelle gearbeitet hat und mir Leichenberge hinterlassen hat. Und werde demnächst darüber berichten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.